Die PlayStation Portal verspricht Handheld Gaming mit der PlayStation 5. Das klingt in der Theorie super spannend, doch Game mit einem Handheld bedeutet für mich, Spiele überall und jederzeit spielen zu können. Wie viel von dieser Freiheit bleibt bei der PlayStation Portal, zumal sie ja nur Games streamen kann, und mit welchen Einschränkungen müssen wir leider leben? Die PlayStation Portal wurde uns freundlicherweise als Testgerät von Digitech Galaxus zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Handheld-Konsolen hatten für mich schon immer etwas Magisches an sich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als Kind stundenlang auf dem Nintendo DS Mario Kart gespielt habe oder später auf der PlayStation Portable von GTA Liberty City nicht mehr losgekommen bin. Ein Gerät zu haben, mit dem man einfach überall und jederzeit in fantastische Gaming-Welten abtauchen kann, faszinierte mich einfach. Und ja, diese magischen Momente gibt es manchmal auch heute noch. Die Nintendo Switch mit Zelda Breath of the Wild war für mich damals das absolute Gaming-Highlight. Meine PS4 habe ich zu dieser Zeit völlig verstauben lassen, obwohl sie in Sachen Performance und Grafikleistungen viel mehr zu bieten hatte als die Switch. Es freute mich daher sehr, als Sony mit der Ankündigung der PlayStation Portal endlich wieder ein Gerät für die Handheld-Begeisterten herausbringen wollte. Mittlerweile ist die PlayStation Portal schon einige Monate auf dem Markt und die Meinungen gehen stark auseinander. Auch ich hatte beim Testen so einige Probleme mit der Portal. Zuerst mal das Offensichtlichste. Die PlayStation Portal ist keine Handheld-Konsole im eigentlichen Sinn. Sie ist eine Erweiterung für deine Konsole und portiert eigentlich einfach nur deinen PS5-Screen auf ihren Bildschirm und schickt die Inputsignale von der Portal zur PS5. Das sorgt ohne wirklich gute Internetverbindung für ordentlichen Input-Lag und teilweise stark reduzierte Bildqualität mit Kompressionsartefakten. Wenn man sich in der Nähe von einem WLAN-Router befindet und das 5 GHz-Signal benutzt, funktioniert es in der Regel ganz okay. Erwartet aber auf keinen Fall die gleiche Experience wie nativ auf einer PS5 zu zocken. Man merkt einfach, dass das Game nur gestreamt wird. Die Portal ist also definitiv nicht für kompetitive Multiplayer-Spiele geeignet. Singleplayer-Games wie zum Beispiel Spider-Man 2 oder God of War machen aber durchaus auch auf der PlayStation Portal Spaß. Die Einrichtung der Portal ist ziemlich simpel. Einfach eine Internetverbindung einrichten und mit QR-Code mit deiner PlayStation verbinden. Dabei muss die PlayStation mindestens im Ruhemodus oder eingeschaltet sein. Wieso kann ich sie nicht direkt mit der Portal einschalten? Wenn dann aber alles eingerichtet ist, muss jeweils nur ein Knopf gedrückt werden und die Portal verbindet sich automatisch mit der PlayStation. Wollt ihr euch jedoch mit einem öffentlichen Netzwerk verbinden, also dort, wo man auf eine Webseite weitergeleitet wird, dann funktionierte das bis anhin nicht. Seit dem neuesten Update wurde diese Funktion endlich nachgeliefert. Ich meine, stell dir vor, du bist auf Reisen und freust dich auf eine schöne Gaming-Session, kannst dich aber nicht einmal mit dem WLAN im Hotel verbinden. Wirklich ein zufriedenstellendes Gaming-Erlebnis bieten aber sowieso nur Orte, wo ihr eine sehr gute Internetverbindung habt. Gerade wenn ihr nicht im gleichen Netzwerk wie eure PS5 seid, funktioniert das Remote Play schlecht bis gar nicht. Wer also gedacht hat, von überall her seine PS5-Games spielen zu können, wird von der PlayStation Portal höchstwahrscheinlich enttäuscht sein. Und gerade das ist es doch, was man sich von einer Handheld-Konsole wünscht. Im Lieferumfang ist lediglich die PS Portal selbst, ein USB-C-Ladekabel und die Bedienungsanleitung enthalten. Leider kein Netzteil für unterwegs. Schade. Als ich die PS Portal ausgepackt habe, war ich erstmal überrascht, wie leicht das Ding ist und wie gut es in der Hand liegt. Auch der 8 Zoll Full HD 60 Hz Bildschirm bietet ein scharfes und angenehm helles Bild. Trotzdem könnten es für meinen Geschmack noch ein paar Nits mehr sein. Denn draußen bei direkter Sonneneinstrahlung sieht man sehr schnell nichts mehr. Außerdem führt das HDR der PS5 manchmal zu komischen Farbdarstellungen oder Ausbleichungen auf dem LCD-Display der Portal. Schade außerdem, dass hier nur ein LCD-Screen und kein OLED verbaut wurde. Mit der PS Portal spielt sich's im Grunde wie auf dem DualSense. Die Joysticks sind zwar etwas kleiner, das ist mir aber beim Spielen gar nicht aufgefallen. Die Adaptive Trigger und die hervorragenden Vibrationsfunktionen des DualSense bekommt ihr auch mit der Portal, was echt toll ist. Etwas nervig finde ich den Ein- und Ausknopf auf der Rückseite, den man erst mit etwas Übung ohne hinzusehen ertasten kann. Das macht das An- und Ausschalten unnötig fummelig. Auch der USB-C-Stecker hinten am Gehäuse hat eine ziemlich unergonomische Positionierung. Speziell ist außerdem noch, dass ihr bei der Portal kein Touchpad mehr habt wie auf dem DualSense. Das wird aber ganz einfach durch Doppeltippen auf das Touch-Display gelöst. Ziemlich enttäuscht bin ich von den Lautsprechern. Der Sound ist dünn und blechern und das ist besonders ärgerlich, da die Portal kein Bluetooth unterstützt. Ihr müsst also entweder zusätzlich ein Pulse-Headset von Sony kaufen oder ihr gebt euch mit kabelgebundenen Kopfhörern zufrieden. Die Software ist so schlank, wie sie nur sein kann. Abgesehen von einem Einstellungsmenü gibt es nichts.
kein Game Streaming über andere Anbieter, keine Apps, einfach alles muss über die PlayStation laufen. Nicht einmal das PS Cloud Streaming wird unterstützt. Und auch auf der PlayStation kann ich nur Spiele streamen, keine Musik, keine Filme, gar nichts. Die Einsatzmöglichkeiten werden dadurch unnötig limitiert und das ist auch mein größtes Problem mit der Portal. Sie kann einzig und allein Games von der PlayStation streamen, sonst nichts. Das ist einfach eine verpasste Chance, insbesondere für ein 200 € teures Gerät. Handheld Gaming steht für mich für die Freiheit, überall und jederzeit meine Lieblingsgames spielen zu können. Doch die PlayStation Portal schränkt mich in dieser Hinsicht so fest ein, dass ich mich frage, was das Ganze noch mit Handheld Gaming zu tun hat. Abgesehen von den Lautsprechern ist die Hardware echt gut und wenn alles funktioniert, kann das Zocken darauf auch wirklich Spaß machen. Die Erfahrung hängt jedoch stark von deiner Umgebung ab. Wenn dein Internet zu langsam ist, hast du ein 200 € Gerät, das du für nichts gebrauchen kannst. Ich wünsche mir von Sony eine richtige Handheld-Konsole, auf der ich Spiele nativ zocken kann. Und das überall und jederzeit. Mit der hätte man dann ja immer noch die Möglichkeit, Games von der PS5 zu streamen. Was denkst du zur PS Portal? Gefällt sie dir so wie sie ist oder würdest du dir auch eine von der PS5 unabhängige Version wünschen? Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.